Hallo, heute sind wir im Tiergarten Mönchengladbach. Je nach Bedarf ziehen wir uns die Tiere auch mal um, wenn die Gruppe zum Beispiel größer wird oder ein Tier verstirbt und nicht mehr so viel Platz braucht. Und genauso war es hier bei den Schneeeulen. Die waren vorher bei uns weiter oben im Park in einer Voliere, die nicht so hoch war wie diese hier, weil hier die beiden Raben drinne waren, die mehr Flugraum brauchten, und die Schneeeulen, die ja eher auf der Erde sich aufhalten in ihrem natürlichen Lebensraum, waren dann oben in einer Voliere, die nicht so hoch war. Raben haben wir jetzt nur noch einen, der nicht mehr so viel Platz braucht, weil er unter anderem auch flügellahm ist, also gar nicht mehr richtig fliegen kann, sondern nur noch hüpft. Und von daher sind die Tierarten, haben dann ihr Gehege wieder getauscht. Das heißt, die Schneeeulen sind wieder hier unten. Und bevor sie umgezogen sind hier rein, haben die Pfleger das Gehege oder die Voliere neu eingerichtet, haben alle alten Sachen rausgeräumt und haben neu gestaltet, neuen Bodengrund rein, neuen Sand und unter anderem hier eine Trockensteinmauer aufgebaut, auf der ich hier gerade sitze. Diese Steine haben wir also mal geschenkt bekommen. Die sind von einer Baustelle, wo die Steine eigentlich entsorgt werden sollten. Die wären dann geschreddert worden zu irgendwelchem Bauschutt ähnlichem, mit dem man dann irgendwelche Straßenlöcher aufgefüllt hätte. Das ist natürlich viel zu schade. Die haben wir also bekommen können und haben die uns erstmal hingelegt. Die lagen eben hinten auf dem Hof und warteten auf ihren Einsatz. Und jetzt war die Gelegenheit, sie zu verbauen. Unsere Gärtnerin ist da kundig und die hat also diese schönen Trockensteinmauern mit den Pflegern zusammen aufgebaut, hat die auch ein bisschen bepflanzt, hier ein bisschen Mauerpfeffer und ähnliches reingesetzt in die Lücken. Und hier oben ist ein kleiner Teich gestaltet worden für Wasserinsekten und ähnliches, und um Wasserpflanzen hier ein bisschen Lebensraum zu bieten. Für Frösche und Molche und so ist der Teich zu klein. Der wird im Winter sicher durchfrieren, wenn wir ihn denn nicht ablassen. Aber für Wasserinsekten, wir haben zum Beispiel auch Libellen im Park und ähnliches, ist das sicher durchaus geeignet. Und es ist natürlich auch von außen schön anzusehen, sowohl der kleine Teich als auch hier die Trockensteinmauer. Diese schöne Trockensteinmauer ist also nicht nur was für die Besucher und für uns zum Anschauen, sondern auch die Vögel nehmen das gerne an. Man sieht das daran, dass hier also so eine Kotstelle ist. Das heißt, der Vogel sitzt hier oben und kotet, und dann fällt es eben hier auf die Trockensteinmauer. Das heißt, sie nehmen das als Ansitz und genießen das als Aussicht, als Bereicherung für ihren Lebensraum. Gucken dann auch, was sich da im Teich tut oder ob hier was rüberläuft über den Haufen oder auch was hier vielleicht so lebt an Insekten in der Trockensteinmauer. Also durchaus auch für die Vögel eine Bereicherung. Unser Brutpaar hier ist leider kein Brutpaar. Sie sind schon seit ca. 18 Jahren hier im Park, und unsere Schneeeulendame, also die dunklere von beiden, hat noch nie ein Ei gelegt. Sie hat jetzt in den letzten Jahren mal angefangen und hat immer die Futterküken, die sie bekommen, sich selber untergeschoben und hat die gehudert. Das ist natürlich nicht Sinn und der Zweck der Sache, sondern sie soll die Küken fressen und nicht aufziehen. Ja, das gelingt leider nicht mehr. Der Mann ist immer sehr bemüht um sie, und wir haben auch schon Deckakte gesehen, aber sie hat also wie gesagt noch nie ein Ei gelegt, und wir gehen davon aus, auch dass sie jetzt so alt sind, dass sie keinen Nachwuchs mehr bekommen. Aber das Paar wird bis zum Schluss hier im Park bleiben, und dann vielleicht können wir mal züchten, wenn wir also ein neues Paar Schneeeulen bekommen. Aber das wird sicher noch dauern.
Schreibt jetzt eure Fragen in die Kommentare und vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben, wenn es euch gefallen hat. Damit ihr kein neues Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.